Hallo zusammen, willkommen zurück zur Auflösung unserer zweiten Krypto-Challenge. Heute wollen wir uns angucken, wie wir aus diesem Binärschlamassel hier wirklich auch mal die Flag rauskriegen können. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass das Ding nicht direkt einfach so als Flag eingesetzt werden kann, denn eine Flag startet immer mit TMT und dann einer geschweiften Klammer auf. So, und ja, das ist auch schon der erste große Hinweis gewesen. Der zweite war, dass ihr kein Brute Force verwenden sollt. Und das waren tatsächlich beides sehr, sehr gute Hinweise, die ihr durchaus auch nutzen solltet. Denn was wir jetzt wissen ist, unsere Flag startet mit TMT geschweifte Klammer auf. Okay, jetzt gehen wir erstmal kurz rüber in den Browser. Und wir wissen schon mal einen kleinen Teil der Flag. Das heißt TMT geschweifte Klammer auf. Das ist was wir wissen. Den Rest wissen wir nicht, aber das wissen wir. Und wenn wir das konvertieren, kriegen wir als Binärwert, jeden Text kann man einfach in binär konvertieren. Das ist ganz normal möglich, absolut kein Problem. Und ja, wie gewohnt habe ich hier natürlich ASCII verwendet, weil das einfach die beste Schreibweise ist, beziehungsweise die man am besten codieren kann. So. Und ja, dann kriegen wir das hier als Binärwert raus. So, das war natürlich schon die erste große Hürde, überhaupt erstmal da drauf zu kommen, aber ich glaube, das hat man hinbekommen. Und ja, jetzt können wir hier einfach sagen, okay, wir können das Ganze auch wieder zurückwandeln, indem wir dieses Tool hier zum Beispiel benutzen. Einfach googeln, das funktioniert ohne Probleme. Da sehen wir auch schon TMT, geschweifte Klammer auf. Okay, das haben wir also schon mal richtig gemacht. Jetzt ist das natürlich noch nicht irgendwie annähernd hier mit unserem Code kompatibel. Denn wir haben jetzt das hier bei rausbekommen und wir haben das hier aber, oder ihr habt das hier von mir bekommen. Das heißt, wir wollen jetzt irgendwie, wir sehen schon, das hier entspricht derselben Länge wie das hier, okay? Das heißt, wir wollen jetzt hier irgendwie aus diesem Teil hier das da rausbekommen. Und ja, wenn ich sage, ihr müsst nicht brute forcen, dann ist das natürlich schon so ein kleines bisschen ein Hinweis, hey, ihr könnt das rausbekommen und das Einzige, was man modern, das habe ich auch fallen lassen als kleinen Hinweis, was man an modernen Chiffren rausbekommen kann, wenn man nun ja den Klartext hat, ist eigentlich ein One-Time-Pad. So, das bedeutet, wir wollen aus diesem Ding hier das One-Time-Pad errechnen, beziehungsweise den Schlüssel, sodass das hier wieder bei rauskommt. Das ist das Verschlüsselte auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist das Entschlüsselte. So, One-Time-Pad benutzt XOR. Das heißt, jeder einzelne Buchstabe kann hier geXORt werden. Also 0 XOR dem Schlüssel ist eine 0. Und das One-Time-Pad hat die tolle Funktion, dass es in alle Richtungen funktioniert. Das heißt, wenn der Schlüssel hier eine 1 ist, müsste hier eine 1 rauskommen. Wenn hier eine 1 steht, muss hier eine 0 rauskommen und so weiter und so fort. Also im Endeffekt ist das Ding egal, ob wir jetzt Folgendes machen, ob wir verschlüsselt, also E für encrypted, XOR Schlüssel ist gleich Klartext M für Nachricht, Message haben oder ob wir hier diesen Schlüssel hier rüber packen, XOR, so wird es nämlich berechnet ursprünglich, also so habe ich das Ganze berechnet, das heißt, die Nachricht XOR dem Schlüssel ist gleichzeitig mein verschlüsseltes und was man dann auch wieder machen kann, ist, man kann das XOR einfach auf die andere Seite schieben, das heißt, man kann das M auf die andere Seite schieben. Das heißt, wenn wir das verschlüsselte XOR der Nachricht rechnen, bekommen wir den Schlüssel raus. So, und das ist das Coole daran. Das heißt, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen das Ding hier als Nachricht verwenden und das hier als Schlüssel, weil, ja, das ist im Endeffekt auch so und wollen hier mal das XOR berechnen dazu. Naja, für dieses Tool hier, man kann das natürlich auch alles von Hand machen, aber ich benutze ganz gerne Tools, weil ich eine faule Sau bin. Und für dieses Tool muss man hier die Nullen wegmachen und als Schlüssel, naja, da trage ich ganz einfach das Ding hier ein. Allerdings muss ich auch hier die Leerzeichen rausmachen, damit das funktioniert. So, und jetzt können wir das Ganze einfach encrypten und sehen dann, aha, das Ding haben wir jetzt hier bekommen. So, jetzt machen wir das wieder mal leserlich. Das sind 4, 8, 4, 8, 4, 8 und 8. So, wunderbar. Das ist also unser Schlüssel jetzt hoffentlich. Zumindest hoffen wir das. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, was passiert, wenn wir das Ding hier, beziehungsweise warum habe ich das eigentlich gerade getan? Wenn wir das Ding hier kopieren, hier einfügen und dann hier drüben einfach komplett dieses ganze Ding hier verwenden. Also all das hier. Und zwar selbstverständlich ohne diese Leerzeichen, ohne Enter, ohne irgendwas. Das heißt Remove All Spaces. Ja? Da gibt es einen Haufen Tools. Einfach mal danach googeln, das ist überhaupt kein Problem. So, und jetzt fügen wir das hier rein und haben das Ding hier als Schlüssel jetzt drin.
klicken hier mal auf Encrypt, bekommen das hier raus und jetzt konvertieren wir doch einfach mal den Binärwert zurück in ASCII und dann sehen wir hier TMT OneTime-Pad ist nur sicher mit Schlüssellänge ist gleich Textlänge. Bam! Und schon haben wir es geknackt. Das heißt, theoretisch, wenn man weiß wie, kann man es in 5 Minuten schaffen. Aber ich hoffe, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß beim Knobeln. Bitte gebt mir Feedback. Das war jetzt eine sehr schwere Krypto-Challenge. Und ich bin gespannt, wie diese Challenge angekommen ist. Ich sehe das natürlich an den Punkten, wie viele Leute sie gelöst haben. Allerdings, jetzt, wo ich die Auflösung aufnehme, ist die Challenge noch nicht so weit, dass ich sagen kann, hey, ich weiß, wie viele Leute das gemacht haben, weil Videos müssen überprüft werden und so weiter und so fort, dauert alles eine Weile. Ja, aber bitte gebt mir Feedback, ich bin sehr gespannt und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Challenge. Vielleicht mache ich die dann wieder ein bisschen leichter, je nachdem eben, wie es gelaufen ist. Vielleicht mache ich sie sogar noch ein bisschen schwerer, wer weiß. Gut, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.